In diesem Video wird euch dieses schöne traditionelle Messer vorgestellt, das Campins Conseil Pescador. Und am Ende des Videos gibt es für euch wieder die Möglichkeit, aus 4 Messern eines auszuwählen, das ich euch demnächst mal etwas näher vorstelle. Ja, das wird interessant. Das sind 4 völlig verschiedene Kandidaten. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dieser schöne Friction Folder, den mir meine Freundin im August 2016 zu meinem Geburtstag schenkte, habt ihr in meinem ersten interaktiven Video auf Platz 1 gewählt. Das ist das Campins Conseil Pescador. Hat sich relativ knapp gegen das Roselli R100 durchgesetzt. Erstmal ein paar Eckdaten. Campins Conseil, deutsch ausgesprochen Campins Conseil, setzt sich zusammen aus der Gemeinde Conseil auf der spanischen Baleareninsel Mallorca, also Katalanien, und Campins ist der Familienname des Herstellers. Mittlerweile stellt Campins seit 4 Generationen Messer her. Das hier ist echte Handarbeit, hergestellt mit viel Herzblut und viel Liebe zum Detail, auch Liebe zum Material. Campins Conseil bietet viele verschiedene Messer an, also nicht nur Klappmesser, sondern auch Küchenmesser und Spezialmesser. Ich packe euch mal alle wichtigen Infos zu Campins Conseil in die Videobeschreibung. Jetzt zum Campins Conseil Pescador. Pescador heißt Fischer. Das ist also ein Messer, das speziell für Fischer konzipiert wurde. Damit wurden bei Bedarf Netze durchtrennt, Seile gekappt, Fische ausgenommen. Es wurde als Vespermesser benutzt. Also alles, was so im Fischereialltag anfällt, wurde damit erledigt. Und auch wenn es mittlerweile vielleicht praktischere Messer gibt, werden diese Messer auch heutzutage noch sehr gern benutzt. Gutes bewährt sich eben, da steckt sehr viel Tradition drin. Zum Aufbau: wir haben hier einen Griff, wir haben eine Klinge, eine Klingenachse und einen Klingenstopp. Mehr ist hier nicht, das ist ein Friction Folder der einfachsten Art. Also nicht wie hier beim Sword Peasant Knife, das hier noch über einen verlängerten Aal verfügt, der hier über die Achse bzw. über den Griff hinausragt. Damit kann man dann die Klinge mit der Handinnenfläche relativ gut bedienen. Das ist eine sehr sichere Sache. Das hier hingegen ist ein Messer, mit dem man wirklich umgehen können muss. Ich kann Sicherheitsbedenken, die bei Friction Foldern und Slip Joints hinsichtlich einer fehlenden Verriegelung aufkommen, prinzipiell nachvollziehen, aber ich teile diese Befürchtung nicht. Man muss mit einem Friction Folder einfach konzentrierter arbeiten. Es ist ein Werkzeug, das Achtsamkeit erfordert. Hier sind mal einige Videosequenzen. Ich möchte euch das Thema Friction Folder ein bisschen näher bringen, also die Bedenken ein bisschen ausräumen. Man kann hier sehen, dass ich den Schnitt ganz kontrolliert bis zum Ende nach unten ziehe. Die Klinge sichert sich auf diese Weise sozusagen selbst. Das Messer wird bewusst konzentriert geführt. Das Campins Conseil gleitet hier wirklich schön durch. Es ist sehr, sehr scharf. Eine andere Möglichkeit ist, dass man die Klinge seitlich mit den Fingern ein bisschen festhält, fixiert. Auch das funktioniert sehr gut. Man muss ein wenig auf die Rückmeldung achten, die hier das Holz gibt. Sobald es hakt oder man auf eine harte Stelle trifft, nimmt man einfach ein bisschen Druck weg, dann geht das auch. Zum Schluss nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Das ist hier mein selbstgebauter Fingerschutz. Das Video dazu blende ich euch hier mal ein. Hiermit kann ich absolut problemlos in die Klinge greifen. Die Kontrolle über das Messer ist gegeben. Es kann nichts passieren. Der Fingerschutz ergänzt das Campins Conseil Pescador ideal. Man hat hier sogar noch die Möglichkeit, das Messer gegen ein unbeabsichtigtes Aufklappen zu sichern. Dann komme ich zum Griff. Mit Olivenholz wurde hier auf heimische Materialien zurückgegriffen, finde ich sehr gut, besonders in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit. Olivenholz ist ein sehr hartes Holz. Es ist relativ unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Die Ergonomie ist hier sehr schlicht gehalten. Fühlt sich aber dennoch gut an, liegt gut in der Hand. Hier ist noch eine kleine Aussparung. Das Griffvolumen liegt hier bei 70 mm und die Grifflänge liegt bei 110 mm. Also man kann hier nicht sagen, das ist alles sehr sauber verarbeitet. Ist auch ein richtig schönes Stück Olivenholz. Ja, die Maserung kommt sehr gut raus. Ab und zu mal ein bisschen Pflege mit Olivenöl reicht vollkommen aus, dann hat man lange Freude an dem Griff. Ansonsten muss man sich dieses Loch hier wegdenken. Das habe ich dazu gemacht. Ich habe gedacht, ich brauche da einfach so ein kleines Schnürchen dran. Das ist, wie gesagt, nicht standardmäßig. Am Klingenrücken ist hier ein Schlitz, kann man gut sehen. Dadurch kann das Holz auch minimal arbeiten.
Und man kann auch die Klingenachse mit einem Hammer minimal nachjustieren. Also falls das hier alles mal zu leicht läuft, ein paar Schläge auf die Achse und dann ist das hier wieder stramm. Auch eine schöne Sache. Ansonsten gibt es hier noch eine kleine Besonderheit. Der Klingenstand ist bei solchen Messern eigentlich nie mittig. Der ist axial, minimal versetzt. Dadurch klemmt sich die Klinge sozusagen ins Heft. Ja, das ist eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Man könnte sagen, das ist eine Art Detent, ist es natürlich nicht. Finde ich einfach wie genial, wirklich sehr schön gemacht. Gesamtgewicht übrigens 50 Gramm, also auch schön leicht, besonders für die Größe, kann man gar nicht sagen. Zur Klinge, das ist eine Sheepfoot-Form, schlanke, 1,8 mm breit, 22 mm hoch und 90 mm lang. Eine Besonderheit ist der ballige Anschliff, also die Klinge ist sozusagen auf Null ausgeschliffen. Also das ist bei Messern in so einer Preisklasse, das Messer kostet etwa 20 bis 25 Euro, schon eine Seltenheit. Also wirklich richtig gut gemacht. Das Messer gleitet durch Tomaten und anderes Gemüse. Holz ist ebenfalls kein Problem. Habt ihr vorhin gesehen, das Messer macht einfach nur Spaß, kann ich nicht anders sagen. Klingenstahl ist der ACX 380, da findet man jetzt im Internet gar nicht so viel drüber. Puma IP verwendet den auch sehr gerne. Ja, ist ja die spanische Tochter von Puma, könnte man sagen. Dieser Stahl entspricht dem 1,4116, also das ist wirklich ein sehr gutmütiger Rostträgerstahl, der immerhin auf 56 bis 58 HC kommt. Campins Conseil bietet auch einen Carbonstahl an. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, es ist Zeit fürs Fazit. Das Fazit fällt kurz aus. Wer diese Art von Messern mag, wer die lange Tradition mag, die dahinter steckt, wer das Messerhandwerk schätzt, sollte beim nächsten Spanienurlaub die Augen offen halten und sich ein Campins Conseil zulegen. Preis, wie erwähnt, etwa 20 bis 25 Euro. Das ist sehr fair für das Gebotene. Tolles Messer, Kaufempfehlung. Jetzt noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich habe mich in letzter Zeit etwas mehr mit Facebook befasst und habe dort eine eigene Gruppe eröffnet. Eine private Gruppe. Es dreht sich alles um das Thema Friction Folder. Bis jetzt ist noch nicht viel passiert, aber ich würde mich über Neuzugänge freuen. Die Aufnahmehürden sind auch wirklich sehr gering. Wer Interesse hat, ich verlinke euch das alles in der Videobeschreibung. So, nun ein harter Übergang. Jetzt kommt der interaktive Teil. Einfaches Prozedere. Ich zeige euch kurz 4 Messer und das Messer, das am häufigsten in den Kommentaren genannt wird, wird in den nächsten Wochen von mir vorgestellt. Kandidat Nummer 1, das Ka-Bar SK-Bar WK14. Das ist ein kleines, sehr nüchternes Backup-Messer. Da ist nicht viel Geschnörkel, ganz einfach gehalten. Schon seit Ewigkeiten in meinem Besitz, wenig genutzt. Ich denke, das wird mal Zeit. Kandidat Nummer 2. Gerber 600 Backlog Folder. Das wird wirklich sehr interessant. Über dieses Messer weiß ich so gut wie überhaupt nichts. Ich finde es aber wirklich irgendwie attraktiv. Es scheint ein älteres Modell zu sein. Ich schätze mal 90er Jahre, vielleicht Anfang 2000er. Kandidat Nummer 3, zum zweiten Mal dabei, das Roselli R100 aus Finnland. Ja, mittlerweile konnte ich einige Eindrücke darüber sammeln. Ja, ich sag mal nichts. Es ist wirklich interessant. Moment. Dann Kandidat Nummer 4. Das ist ein Wenger Allsport oder Allsport, vermutlich aus den 1950er Jahren. Auch hier weiß ich wirklich sehr wenig, aber recherchieren macht mir Spaß. Insofern, ja, da würde ich mich auch drauf freuen. Die Wahl ist letztlich euch überlassen. Ich würde mich über eine rege Beteiligung sehr, sehr freuen. Entweder den Namen oder die Nummer des Messers oder vielleicht auch beides, wie ihr möchtet, einfach in die Kommentare reinschreiben. Gut, dann war es das auch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.